Geniale Indikator für binäre Optionen. Schauen Sie sich das Ergebnis, das wir erreicht haben. Hallo meine lieben Freunde, dieses Handelsvideo ist der D-Punkt-Beschleunigung mit dem ATR-Indikator gewidmet. Heute werden wir über diesen Indikator sprechen und darüber, wie Sie ihn in dem Handel anwenden können. Ich weiß, dieser Indikator funktioniert erstaunlich mit einigen Trendstrategien, also werden wir heute versuchen, $1000 oder mehr mit einem bestimmten Beispiel zu verdienen. Ich werde natürlich die ganze Theorie in der Praxis demonstrieren. Wir werden klären, was für den Indikator das ist und was er bedeutet, wie Sie sich mit diesem Indikator zurechtfinden und alle Fragen, die Sie zu Ihrem Handeln haben könnten. In dieser Zwischenzeit ist das erste Geschäft bereits zustande gekommen und wird bald sehr gut abgeschlossen sein. Und während wir den Gewinn aus diesem Geschäft erhalten, der übrigens 92% beträgt, schauen wir uns schnell ein kurzes Video über diesen Indikator an, das ich speziell für Sie aufgenommen habe, und wir werden auf seine Erstellung zusammen mit der Situationsanalyse zurückkommen. So, ich hoffe, Sie haben das Video gesehen und alles verstanden. Nun zur Situation selbst. Für den Anfang fügen wir den Indikator noch einmal hinzu. In der oberen linken Ecke klicken wir auf das Indikatormenü und suchen nach Average True Range. Wir fügen ihn hinzu. Er hat eine Standardperiode von 14. Ich mache ihn etwas dicker, 2 Pixel, ich glaube, damit man ihn besser sehen kann. Und das war's, denke ich. Wir haben die Handelssituation geklärt und uns $276 gebracht. Sehen Sie, zunächst einmal gibt es eine Abwärtstendenz auf dem Markt. Wie ich bereits sagte, funktioniert dieser Indikator perfekt mit Strategien, die auf Trendfolge basieren. Unser heutiger Handel wird also in erster Linie mit dem Trend erfolgen. Da der Trend rückläufig ist, können wir nicht einmal über Kaufgeschäfte sprechen. Schauen wir uns nun den Indikator selbst an. Wir haben eine bestimmte Skala, die von der Volatilität eines bestimmten Vermögenswerts abhängt. Wir können sie folgendermaßen unterteilen. Dies ist eine Mittellinie, hier ist so etwas wie ein Maximum, und alles, was darunter liegt, ist eine geringe Marktvolatilität. Was wissen wir über die Volatilität? Normalerweise ist die Volatilität während flächer Bewegungen niedrig. Im Grunde genommen habe es einen Trend. Alles war hervorragend, die Grafik entwickelte sich schnell. Zu dieser Zeit ist die Volatilität am höchsten. Dann kommt eine flache Bewegung. Der Kurs bewegt sich innerhalb einer bestimmten engen Handelsspanne. Wir handeln nicht innerhalb dieser engen Handelsspanne, weil die Volatilität in diesem Fall extrem niedrig ist. Und da ein neuer Trend auftaucht, zum Beispiel ein Abwärtstrend, gewinnt der Markt wieder an Kraft. Der ATR-Indikator steigt daher sehr hoch. Wir bemerken das und gehen ein Geschäft mit dem Trend ein. Die wichtigste Bedingung ist also, dass es einen starken Trend auf dem Markt gibt und dass die Indikator hauptsächlich die oberen Teil der Grafik befinden. Das ist alles, was Sie wissen müssen. Lassen Sie uns weiter handeln. Hier ist eine sehr gute Situation, obwohl es global gesehen so aussieht, als ob die Bewegung seitwärts verläuft. Aber da der Preis aus dieser Seitwärtsbewegung herauskam, hier war eine horizontale Ebene, die durchbrochen wurde, werde ich riskieren, ein Geschäft zur Senkung zu eröffnen. Wir sehen uns an die ITR an. Er ist auf sehr hohen Werten. Das bedeutet, dass die Stärke dieses Abwärts groß genug ist, um zufällig ein Geschäft abzuschließen, das wahrscheinlich mit Gewinn abgeschlossen wird. Übrigens, der heutige Handel ist recht eigenartig. Ich hoffe, Sie haben es bemerkt, die Kerzen sind 15 Sekunden statt 1 Minute lang. Wir können auch einminütige Kerzen verwenden, aber in diesem Fall muss die Verfallszeit des Geschäfts 3 bis 5 Minuten betragen. Beachten Sie das. Dieser Indikator gibt keine Signale, er zeigt eine allgemeine Marktsituation an. Es besteht also das Risiko, dass ein Geschäft nicht sofort nach seiner Eröffnung zustande kommt. Das muss man einkalkulieren. Die Verfallszeit muss also etwas länger sein. So, ich hoffe, das ist klar. Wie jetzt gerade. Das erste Geschäft wurde mit Gewinn abgeschlossen. Super. Und die nächsten 2 Geschäfte, die ich für den Fall gemacht habe, dass wir Ausgleichsgeschäfte brauchen würden, werden jetzt auch mit Gewinn abgeschlossen.
Insgesamt haben wir gerade rund $1000 wahrscheinlich gemacht, vielleicht $800, glaube ich. Es war sehr einfach. Lassen Sie uns zur nächsten Situation übergehen. Hier ist also eine ähnliche Situation, die wahrscheinlich eine Trendwende bedeutet. Es gab diese Trendlinie, der Preis durchbrach sie und testete sie. Die ATR ist eher im oberen Bereich, was auch eine höhere Volatilität hinweist. Es gab auch eine kleine Verteilungsphase, sie ist bereits vorbei, wenn wir uns diese lokale Grafik ansehen. Wir können theoretisch davon ausgehen, dass diese Teile eine Akkumulation war, die bereits beendet ist und der Markt ist bereit, sich vorwärts zu bewegen. Wir können das zweite Rechteck nehmen und die Distributionsphase in der Grafik markieren. Wenn wir es mit dem Indikator abgleichen, werden wir eine geringe Volatilität feststellen, genau wie hier. Das Geschäft bleibt leider stehen. Wir müssen noch ein paar weitere Deals für den Anstieg in eine weitere Minute machen. Ich hoffe, dass sie klappen werden. Ein schnelles Wachstum findet hier leider noch nicht statt. Ich hoffe, dass sie klappen werden. Ein schnelles Wachstum findet hier also nicht statt. Schauen wir uns das noch einmal an. Das ist ein sehr interessantes Beispiel. Hier ist eine Verteilung. Die Volatilität ist hier gering. Während eines offensichtlichen Abwärtstrends auf dem Markt. ATR ist in dominant steigenden Werten, was auf eine höhere Volatilität hinweist. Es bleiben buchstäblich nur noch 10 Sekunden und wir werden das Ergebnis erfahren. Ich bin sicher, es ist großartig. Wir kompensieren für das erste Geschäft mit diesen. Und unser Kontostand ist bereits über $2500. Freunde, ich will euch nicht aufhalten. Eine wichtige Sache. Auf meinem Telegram-Kanal habe ich ein kostenloses Video gepostet, wie man die Gewinnrate seiner Deals erhöht. Es ist unglaublich hilfreich für diejenigen, die selbst handeln. Also zögern Sie nicht, gehen Sie gleich zu meinem Telegram-Kanal und verbessern Sie Ihre Handelsstrategie. Das war's für heute. Ich hoffe, alles war klar. Es war einfach ein gutes Beispiel demonstriert, glaube ich. Viel Glück. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Auf Wiedersehen.